Hi guys, I will show you a canvas today, and that canvas has been worked on a lot. It is or it was so textured that I had to work over it with a lot of modeling on texture paste to equalize or even it out, that it's sort of flat again. And now I have this last bit of crackle paste in this pot, and when you're going to the end of this pots, this modeling or crackle paste, whatever it is, it dries out much quicker. So that's why I wanted to use it up. And you see I have these pieces in there, this things, and it was time to use it up. So that's what I do. I shape here with my this, you can see this palette knife has a special shape. It's perfect for this type of flowers. It's abstract flowers, okay, of course. And I put it on randomly. I will colorize it later, and with colorizing it, you give it a bit more shape and put it into not realistic flower, of course not, but it will definitely look like a flower, you will see. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Leinwand zeigen, die ich schon so oft bearbeitet habe. Die war so voll mit Textur, und da habe ich dann mit einer Modellierpaste drüber gearbeitet, um das Ganze glatt zu kriegen, und hatte jetzt hier diesen Rest von der Krakelierpaste. Wenn du so zu Ende gehst mit in diesen Töpfen, Modellier- und Krakelierpaste trocknet dann doch sehr schnell aus, und deswegen habe ich das hier komplett verbraucht, und habe mit einem Palettenmesser diese Blumen geformt. Das geht relativ einfach mit diesem Palettenmesser, das ich benutzt habe in dieser Form. Das sind natürlich klar abstrakte Blumen, aber sie sind als Blumen erkennbar. Und letztendlich hinterher, wenn ich das Ganze koloriert habe, sieht es dann einfach auch noch ein bisschen schöner aus. Die Risse natürlich geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Interesse und ein bisschen mehr, ja, es geht was vor sich. Es ist nicht, sieht nicht ganz so langweilig aus. Und ich habe jetzt hier erst, nachdem alles trocken war, ein bisschen Varnish auf die Blumen gegeben, weil die Krakelierpaste, die flaked, also die flaked off, also die splittert ab. Natürlich die meiste, ich habe jetzt noch keine irgendwie gesehen, die nicht absplittert, also muss man sie ein bisschen schützen, und das mache ich hier mit dem Varnish. Gehe da ganz leicht drüber, aber schon nicht zu viel, dass die Risse nicht geschlossen werden, weil da wollte ich, wie ihr seht, jetzt mit dem Schwarz arbeiten. Da habe ich schwarze Tinte eingearbeitet, die ist sehr flüssig, noch ein bisschen mit Wasser nachgeholfen, sodass die richtig schön in die Risse reinläuft, und habe dann mit einem Tuch das größte oder den gröbsten Teil von der Oberfläche wieder abgenommen, dass es ein bisschen heller wird. Das kriegst du nicht ganz weg, aber letztendlich arbeite ich ja jetzt noch mit viel Farbe drüber, und dann sieht es nicht mehr ganz so dunkel aus. Alles, was bleibt, trägt natürlich auch dazu bei, dass es mehr Tiefe hat und dass es interessanter aus, dass lebendiger ist, das, was vor sich geht. So, das wollte ich. Auf den Blumen bleibe ich natürlich im Rotton, das wollte ich, mit Pinks, mit Rot und Orange, ein bisschen Gelb, einfach auch hier, um alles ein bisschen lebendiger zu gestalten. So you could see that I worked on top of the crackle paste when everything was dry with varnish. I think the crackle paste is always a bit flaky, so I try to protect it with a bit of varnish on top, not too much, just a thin layer that the crackles are not getting blocked. I wanted, as you could see, the black ink I used with a bit of water run into the cracks. That gives a bit more depth. I try to remove everything, or as much as I could, from the surface again, but of course this a bit of black was left. This Indian ink is not is permanent, not water soluble, so there's always a bit left, but it adds to the
depth and the texture, I think. And I worked on top of my flowers here with different reds, pinks, oranges, and a bit of yellow, just to have it more lively, of course. For the background, I wanted to have this complementary color. I use greens. At the moment, I use this very, very fresh neon green. I will then, here on my palette, I have this yellow and green left. I mix it a tiny bit, not completely, just that you could see it's yellow, it's neon green, but it gives this freshness, this extra freshness to it. And I use the rest up to put it here, or I even used more, yeah, to put it here and there, patchy-like onto my canvas, and that adds such a fresh note to it, doesn't it? I really like it. And I will go on and use a dark olive to shading my flowers. But first a bit of gesso, white gesso on my fingers, and I go slightly over the raised areas here, and I will go on doing that again later because I'm using a lot of other stuff, so get lost and I have to do that again. And what do I use here? More paint, yellows, oranges, and I will do that again and again, just as I said, to get everything a bit more lively, a bit more, yeah, that it looks fresh and it looks like spring. That's what I was after. It's spring here. It's such a beautiful, it's pretty hot actually. I worked on it on end of March and it was so hot, 27 degrees. Oh gosh. So, and I was up for something fresh and colorful. So, ihr habt ja gesehen, ich habe hier auf dem Hintergrund mit einer Komplementärfarbe gearbeitet. Also Grün habe ich genommen. Ich finde Kontraste immer sehr, sehr schön. Und habe mit einem Neongrün gearbeitet. Ich wollte diese Frische halt auch haben, was ja jetzt im Moment dieses Frühlingswetter auslöst in mir. Und habe dann aber, das hatte ich ein bisschen Gelb noch und dieses Neongrün auf meiner Palette und habe mir gedacht, als ich das gemischt habe, das sah so schön aus, aber eben nicht komplett untereinander gemischt und habe das mit dem Palettenmesser so aufgetragen, noch hier und da auf dem Hintergrund. Für mich, das hat so was richtig Saftiges und Frisches. Und auf den oder um die Pflanzen herum und um die Blumen herum arbeite ich jetzt mit einem Olivgrün. So ganz dunkles Olivgrün ist das, einfach um die Schattierung noch ein bisschen zu betonen, um auch hier noch ein bisschen Tiefe und Dimensionalität reinzukriegen, ganz einfach. Und auf den Blumen selber habe ich eben noch mit meinem Finger, mit weißem Gesso, bin ich so ganz leicht über die Oberfläche gegangen und das lässt dann auf diesen sehr erhabenen Stellen das Weiße, da ist natürlich extrem viel Textur drauf. Und um das noch herauszuarbeiten, das werde ich hinterher nochmal wiederholen, weil ich gehe nochmal so oft drüber mit Farbe, dass das verliert sich. Und deswegen habe ich es später nochmal gemacht. Und das Restliche von dem dunklen Olivgrün, das packe ich jetzt hier noch an die Ränder. Da fehlten mir noch ein bisschen Kontraste. Auch wenn du eben Dunkelheit hast an den Rändern, das hält das Auge immer schön im Bild. Das driftet nicht ab. Das ist immer ein ganz guter Trick. Immer einen schönen dunklen Rand. Vor allen Dingen hier mit diesem ganz hellen, frischen Grün macht das natürlich nochmal einen super schönen Kontrast. You know, I just use my dark olive here for the edges again. Just, you know, when you have these dark edges, it keeps the eyes of the someone who looks at that picture in the picture, and I of course like this contrast, you know, like this very fresh green and then this darker green. Here I use first a bit of black for the middle of the flowers, and again freshen up the white gesso bits here and there with my finger again, just going slightly over the raised areas and have this white accents. And at the end of the day, that's it. And I didn't do a lot more. Das war's jetzt schon, habe das Weiß
jetzt nochmal aufgefrischt, mit meinen Fingern nochmal ganz leicht drüber. Aber das war's dann schon. Schwarz in der Mitte, könnt ihr sehen, habe ich noch gemacht. Und das ist schon das Close-Up jetzt. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, please. Be careful, look after yourself. And that's the most important thing. Never forget to stay creative. So, bye bye, guys. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-Up. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, 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 ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und ja, aber das Wichtigste eigentlich ist, vergesst nie, immer schön kreativ zu sein. Und ja, das war's. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.